Liebe Gemeinden, liebe Schwestern und Brüder, zu Beginn dieser Kreuzwegandacht singen wir das Lied O du, o heilig Kreuze, 294. 294. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mit Jesus sind wir auf dem Weg. Mit Jesus gehen wir den Kreuzweg. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Kreuzweg, aber auch anschließende heilige Messe. Papst Franziskus hat für morgen um 18 Uhr zu einem weltweiten Gebet im Zeichen der Corona-Pandemie aufgerufen. Vielleicht haben wir alle das mitbekommen. Bereits am vergangenen Sonntag hat er dazu eingeladen, sich mit ihm im Gebet zu verbinden. Für sehr viele Menschen sei Corona in ihrer Lebenssituation eine Prüfung. Der Kardinal Christoph Schönborn in einem Interview sagte, nur Mut, Gott lenkt alles. Nur Mut, Gott lenkt alles. Gott lenkt, aber nicht ohne uns. Das heißt, er gibt uns Kraft und Inspiration. Viele von uns machen Sorgen in dieser Zeit, wie es in unserem Land weitergeht. Vielleicht haben wir auch Verwandte oder Freunde, die zur Risikogruppe gehören oder sind selbst um ihre Gesundheit besorgt. Wir leiden unter den Einschränkungen des sozialen Lebens.
Wenn wir den Kreuzweg beten und anschließend die heilige Messe feiern, wollen wir an die Menschen denken, die allein zu Hause sind oder in Altenheimen und die nicht wissen, was noch alles passieren kann, die zu einer Risikogruppe gehören und vielleicht auch deshalb sehr alleine sind. Im Hebräerbrief lesen wir, Kapitel 13, Vers 5. Seid nicht Kinder dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Und diese Zusage Gottes soll uns alle Mut machen und Kraft geben. Wir wollen sie alle in diesem Kreuzweg mit einschließen. Alle Menschen, die in unserem Land sind, die in die Welt sind, die krank sind, die alleine sind, die unterwegs sind, die Menschen, die anderen helfen, allen schließen wir in diesem Kreuzweg, aber auch in die Messfeier ein. Und wir wissen, dass Jesus uns auch in dieser Situation begleitet und dass am Ende auch die Auferstehung besteht. Darauf dürfen wir hoffen, auch in dieser Krisenzeit. Die erste Station. Jesus wird zum Tode verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus vor Pilatus. Er sagt, seht da der Mensch, Spottfigur im Spottgewand. Aller Ehre beraubt, ohne Ansehen. Er schaut mich an. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der Gedemütigten mit uns getragen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Gotteslob Nummer 683. Die zweite Station. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus wird unter das Kreuz gezwungen. Weg der Schmerzen. Er geht im Kleid eines Gezeichneten. Er trägt das Leid der Menschen. Er trägt unsere Schuld. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der Leidenden getragen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus,
und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus liegt am Boden, im Staub der Erde. Er hat kein Gesicht mehr, vom Kreuz in die Knie gezwungen. Doch er steht wieder auf. Gepriesen seist du, mein Herr und Gott, der du ehrlos am Boden gelegen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 4. Station. Jesus begegnet seiner Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus und seine Mutter. Begegnung im Leid. Begegnung auf dem Kreuzweg. Stark wie der Tod ist die Liebe. Gepriesen seist du, mein Herr und mein Gott, der du den Menschen in Liebe begegnet bist. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 5. Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus und Simon. Sie werden Brüder auf dem Kreuzweg. Geschwisterliche Kirche. Einer trage des anderen Last. So erfüllt ihr das Gebot Christi. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du die Last der Ohnmächtigen getragen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 6. Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus und Veronika. Das Mitgefühl einer Frau. Christi Bild in ihren Händen. Christi Bild in ihrem Herzen. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du uns in der Taufe dein Bild eingeprägt hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 7. Station. Jesus fällt zum 2. Mal unter dem Kreuz.
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus, niedergestreckt auf dem Weg nach Golgotha, ein Wurm und kein Mensch mehr, Hass und Gewalt, Terror, Krieg und Völkermord. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand und der ganze Mond wurde wie Blut. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der Wehrlosen getragen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 8. Station. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus und die Frauen. Trauer und Verzweiflung. Erbarme dich. Jesus nimmt Anteil. Weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du Anteil nimmst an unserem Leid. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 9. Station. Jesus fällt zum 3. Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus erneuert am Boden. Er kann nicht mehr. Wann ist endlich Schluss? Menschen sind am Ende. Ohnmacht. Neue Kraft vom ohnmächtigen Christus. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der Verzweifelten getragen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 10. Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus auf dem Kalvarienberg, der Kleider vom Leib gerissen, wie Adam und Eva entblößt. Das letzte Ansehen ist ihm genommen. Unser Herr im Elend. Menschenrechte, Menschenwürde. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der Schande für uns getragen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 11. Station. Jesus wird an das Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
Jesus hingestreckt auf dem Galgen des Kreuzes. Sie nageln ihn fest auf seine Leibe, auf seine Liebe und zu den Menschen. Der leidende Gottesknecht zwischen Himmel und Erde, Opferlamm, Hände, die schlagen, die foltern, die töten, Hände, die pflanzen, die Zärtlichkeit schenken, die heilen. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du für uns ans Kreuz geschlagen worden bist. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 12. Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Jesus im Todeskampf, mein Gott und mein Herr. Warum hast du mich verlassen? Sein letztes Gebet. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Sein letztes Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Sein letztes Wort. Es ist vollbracht. Totenstille des Karfreitags. Im Kreuz ist Heil. Im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Leben. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du dein Leben für uns hingegeben hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 13. Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der tote Leib Jesu im Schoß der Mutter. Pieter. Maria hüllt ihn in den Mantel ihrer Liebe. Stärker als der Tod ist die Liebe. Die Schmerzensmutter, Zuflucht der Menschen. In Not und Leid. Mutter des Trostes. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du die Menschen in ihrer Trauer nicht allein lässt. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 14. Station. Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus,
und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Und Josef von Arimathea nahm ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch niemand bestattet worden war. Das war am Rusttag, kurz bevor der Sabbat anbrach. Die Frauen, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, gaben ihm das Geleit und sahen zu, wie der Leichnam in das Grab gelegt wurde. Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, die Trauer des Karfreitags, die Ruhe des Karsamstags. Mächtiger als der Tod ist das Leben. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du tot im Grab gelegen bist. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, Sieger über Sünde und Tod, du hast uns auf den Kreuzweg durch die Geheimnisse deines Leidens und deiner Auferstehung gestärkt und aufgerichtet. Begleite uns alle Tage auf unserem Lebensweg und führe uns an das Ziel aller Pilgerschaft, der du mit Gott, dem Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Zu Beginn dieser Eucharistiefeier singen wir das Lied O Jesu Christe, wahres Licht. 485. 485. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, noch einmal begrüße ich Sie alle zu dieser Eucharistiefeier am 4. Donnerstag in der Fastenzeit. Heute hören wir aus dem Johannesevangelium die Worte Jesu. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er uns, seinen Sohn, gesandt hat. Das ist eigentlich das Thema des heutigen Evangeliums. Und wir sind hier versammelt, um auf diese Liebe Antwort zu geben, indem wir durch unser Leben für sie Zeugnis geben. Aber wenn wir in unserem Alltag schauen, erfahren wir oft genau das Gegenteil. Zum Beispiel Lieblosigkeit, Misstrauen und gegenseitige Anschuldigungen und so weiter. Damit wir diesen Gottesdienst dennoch in rechter Weise feiern können, bitten wir den Herrn um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, du rufst uns Menschen zur Umkehr. Herr, erbarme dich. Du bist gestorben, um uns zu erlösen. Christus, erbarme dich. Du wirst wiederkommen in Herrlichkeit. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten.
Gütiger Gott, heilige uns in dieser Zeit der Buße. Gib uns Kraft zu guten Werken und Ausdauer in der Beobachtung deiner Gebote, damit wir fähig werden, das Osterfest mit reinem Herzen zu feiern. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose: Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein Kalb aus Metall gegossen und werfen sich vor ihm zu Boden. Sie bringen ihm Schlachtopfer dar und sagen: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sprach der Herr zu Mose: Ich habe dieses Volk durchschaut. Ein störrisches Volk ist es. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Da versuchte Mose, den Herrn, seinen Gott, zu besänftigen und sagte: Warum, Herr, ist dein Zorn gegen dein Volk entbrannt? Du hast es doch mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Sollen etwa die Ägypter sagen können: In böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass dich das Böse reuen, das du deinem Volk antun wolltest. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, denen du mit einem Eid bei deinem eigenen Namen zugesichert und gesagt hast: Ich will eure Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es für immer besitzen. Da ließ sich der Herr das Böse reuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Wort des lebendigen Gottes. Zum Zwischengesang singen wir: Dich liebt, o Gott, mein ganzes Herz. 750. 750.
Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: Wenn ich über mich selbst als Zeuge aussage, ist mein Zeugnis nicht gültig. Ein anderer ist es, der über mich als Zeuge aussagt, und ich weiß, das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist gültig. Ihr habt zu Johannes geschickt, und er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet. Jener war die Lampe, die brennt und leuchtet, und ihr wolltet euch eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Ich aber habe ein gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes. Die Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende führe, diese Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. Auch der Vater selbst, der mich gesandt hat über mich Zeugnis abgelegt. Ihr habt weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt je gesehen, und auch sein Wort bleibt nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Meine Ehre empfange ich nicht vom Menschen. Ich habe erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und doch lehnt ihr mich ab. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn anerkennen. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander empfangt, nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt? Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose klagt euch an, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben. Denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir beten zu Gott, der uns erhört, wenn wir voll Vertrauen zu ihm beten. Gott unser Vater, hilf deinen Gläubigen, auch in schwierigen Situationen wie heute oder in dieser Zeit, nicht zu verzweifeln und immer wieder neue Hoffnung zu schöpfen.
Gott unser Vater, erbarme dich aller Flüchtlinge und aller Menschen, die in Elend und Armut leben. Gott unser Vater, steh allen bei, die sich in dieser österlichen Bußzeit wieder neu auf deine Nachfolge einlassen. Gott unser Vater, zeige uns, wie wir dich, den wahren Gott, erkennen und von dir Zeugnis geben können. Gott unser Vater, lass unsere Verstorbenen, besonders beten wir heute für alle Verstorbenen aus unserer Familien, aus unserer Verwandtschaft, Bekanntschaft, aus der Welt. Die auf dich gehofft haben, wohnen in deiner ewigen Herrlichkeit. Gott unser Vater, wir beten für unsere alle Kranken und Schwerkranken und beten wir auch für die Menschen, die alleine sind in dieser Zeit, die Alten und Kranken, die unterwegs sind, die Menschen, die anderen helfen. Und beten wir für uns auch selber. Denn du, o Herr, hast Erbarmen mit uns. Dir gehört unser Dank und unser Lobpreis heute und in alle Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir 712. Nimm, o Vater, was wir spenden. 712. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, hab Erbarmen mit unserer Gebrechlichkeit und nimm diese Gaben an. Das heilige Opfer reinige uns von allem Bösen und festige uns im Guten. Darum bitten wir,
durch Christus, unseren Herrn. Zum Sanctus singen wir 198. Heilig bist du, großer Gott. 198. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn jedes Jahr schenkst du deinen Gläubigen die Gnade, das Osterfest in der Freude des Heiligen Geistes zu erwarten. Du mahnst uns in dieser Zeit der Buße zum Gebet und zu Werken der Liebe. Du rufst uns zur Feier der Geheimnisse, die in uns die Gnade der Kindschaft erneuert. So führst du uns mit geläutertem Herzen zur österlichen Freude und zur Fülle des Lebens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir deine Größe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns ein Teil an Christi Leib und Blut und lass uns eins zu werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk der Liebe. Verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Jesus hat uns, liebe Schwestern und Brüder, das wunderbare Gebet gelehrt. Und dieses Gebet wir überall, alle Christen, beten in verschiedenen Sprachen mit wunderbares Gefühl. Dieses Gebet, Vater unser, lasst uns mit allen Christen weltweit beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, dich bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Durch das Blut Christi haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach seiner reichen Gnade. Zur Danksagung singen wir. Danket dem Herrn, denn er ist gut. 814. 814. Danket dem Herrn, denn er ist gut. Ewig wird sein Name.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns von den alten zu den neuen Zeichen des Heils hinübergeführt. Lass uns die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und neue werden in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Zum Schluss dieses Gottesdienstes singen wir ein Marienlied, 899. 899. O Jungfrau, wir dich grüßen. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen Abend, aber auch eine ruhige Nacht. Gottes Segen mit euch.